Wir schauen uns heute einfach mal zusammen ein paar inspirierende Webflow-Websites an, die im Juli auf Made in Webflow gepublished oder gezeigt wurden. Und ich habe heute nicht so richtig ein Thema gehabt, was ich als Video aufnehmen könnte. Dann dachte ich mir, scrolle ich mich mit dir zusammen einfach mal da ein bisschen durch. Und ich habe keine von diesen Seiten bisher angeschaut. Das heißt, es ist wirklich für uns beide, vielleicht hast du sie auch schon ein bisschen dich durchgeklickt, aber einfach was uns so auffällt, was vielleicht gute Ideen sind, vielleicht mal reinschauen, ja, wie das umgesetzt ist und so weiter. Und einfach da so ein bisschen ein Gefühl für bekommen, was denn da momentan so los ist. Und wenn das du gut findest, gerne in den Kommentar schreiben oder einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, dass wir das vielleicht jeden Monat einmal machen und dann so rückblickend schauen, was da so ein bisschen veröffentlicht wurde. Genau, also, was fällt dir hier auf? Fällt erstmal mir auf. Das ist natürlich auch toll, dass sie mich da wieder featuren. Hier Rocket Air, schauen wir vielleicht da mal rein. Mal einen neuen Tab einfach erstmal auf. Und das ist hier kein Clonable, sondern einfach eine Live-Website. Okay. Digitale Experiences. They're doing by Design. Okay, es sieht ein bisschen aus wie eine Designagentur. Da ist dieses Scroll-Checking drin. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Es sei denn, es ist gut umgesetzt. Hier geht's ganz okay. Aber ich mag das nicht, wenn es nicht so flüssig ist, wie der Browser das eigentlich hergibt. Hier haben wir das ganz cool gemacht. Ich mache mal einen Ton aus, aber ein Showreel quasi mit einem kleinen Hover-Effekt. Ist alles so ein bisschen sehr dunkel. Also, okay, große Typo. Und was haben sie hier? Auch ein Video. Nett. Ja. Also alles sehr, sehr groß. Man sieht ja auch, die sind in der vollen Breite quasi responsive. Ja. Ja. Manchmal finde ich die Sachen dann zu massiv. Also ich finde es schon okay, wenn manche Sachen auch einen Container haben. Das ist ein ganz cooler Effekt, ja. Habe ich so ähnlich mal in einer Tabelle umgesetzt. Aber auch hier der Arrow, der kleine, wenn du da mal drauf schaust, ganz cool, dass er so diagonal geht und einmal horizontal. Cool. Und hier auch in der rechts ein Video einfach laufen lassen, dann die ganze Zeit. Ach, das ist quasi die Vorschau. Okay. Ich finde es auch cool, wenn das einfach die ganze Zeit läuft und man sich hier dann was auswählt. Ich finde so als Hover-Effekt, da geht das manchmal so schnell immer wieder weg. Aber ich verstehe die Idee dahinter. Okay, und dann sind wir im Prinzip, hier auch mit einem Overscroll von den Projekten. Da haben wir auch hier wieder diesen Tooltip sozusagen. Ja. Was cool ist, guck mal, im Hintergrund wird das dann so ein bisschen ausgefadet, sobald ich das hover. Fühlt sich gut an. Aber, ja, dieser Tooltip, ich verstehe es schon, aber es fühlt sich nicht ganz so cool an. Ich weiß auch nicht, weil die Maus irgendwie so kurz weg ist und das von der Mitte kommt und nicht von der Seite. Aber wie das da drüber scrollt, finde ich einen echt coolen Effekt. Eigentlich super easy zu lösen, indem du das Wort im Hintergrund sticky machst, mit dem Z-Index hinten anlegst, die ganzen Layer scrollen einfach dann drüber und der im Hintergrund bleibt sticky, solange bis die Section vorbei ist. Jetzt gehen wir mal in All Work rein. Cool, wir haben so ein paar Filter reingemacht. Auch nicht schlecht. Ja, ist ein netter Aufbau, oder? Ich meine, so die Teaserbilder sind jetzt nicht so catchy, ich weiß auch nicht. Also sagen nicht so, ja gut, das ist vielleicht eine Designagentur, also gehen wir einfach mal irgendwo rein. Das erste wird schon das Beste sein, oder? Finde ich, okay. Game Changer. Ja, große Bilder sind eigentlich im Portfolio immer gut. Das Einzige ist nur schwierig zu machen, dass sie eben auch scharf aussehen, schnell geladen werden, dass man da einen guten Sweet Spot findet. Hier haben wir wieder ein Video. Ja, das macht einfach immer was her. Cool, wenn sie sich das rausnehmen können und sowas eben zusammenschneiden lassen. Und sowas mag ich auch immer gerne. Das sind schon ziemlich große Bilder. Ich meine, ich habe jetzt hier ein 27-Inch Display, 5K. Bei mir sind die Bilder alle leider unscharf, also jetzt nicht super crisp, aber was ich bei sowas auch mal ganz gerne mache, wenn wir jetzt mal einen neuen Tab öffnen, dann sieht man auch, dass die Größe hier, das ist schon 100%. Ja, die ist nicht mal so breit wie die 27 Inch. Und wenn ich mir das jetzt hier runterziehe und einfach mal gucke, dann sind die 110 KB, was natürlich gute Größe ist, aber deswegen sieht es bei mir unscharf aus momentan. Also wenn ich mich entscheide, volle Breite zu gehen mit einer Website, dann muss man schon dafür sorgen, weiß ich nicht, dass die Bilder Minimum 2500 Pixel Breite exportiert werden. Ja.
Ja, ganz nett, aber jetzt auch nicht super ungewöhnlich. Finde es ein bisschen schwierig einfach zum Anschauen. Hier ist der Effekt, so habe ich den auch mal gelöst. Cool. Finde ich als Sub, als Footer, Pagination eigentlich auch, oder als Footer Navigation auch eine ganz coole Idee. Bisschen schwierig. Also mir ist es ein bisschen zu groß alles. Dann, was lockt uns noch an? Guck mal, hier mein Clonable. Der macht momentan auch ganz coole Sachen. Schaue ich mir gerne an, die Videos. Kannst du den YouTube-Channel mal angucken. Und Clonables sind natürlich immer super nice, oder? Ich meine, das ist hier wieder mit GZAP gelöst. Auch witzig, hier fallen die Letters alle vereinzelt drunter. Siehst du? Also nicht nacheinander. Ja. So randommäßig, aber ja, ein ganz netter Effekt. Und kannst du dir sonst klonen. Und ich würde den Kanal auf jeden Fall mal abonnieren von ihm. Der macht echt coole Sachen. Und ein bisschen mehr Custom Code und so weiter. Hier, das fixt mein Auge hier total an. Auch das ist Units, Investments in Future of Living. Das ist doch immer eine geile Kategorie. Da erwarte ich jetzt richtig cooles Bildmaterial. Oh, das war auch schon stark. Schick, schick, schick. Oh, wow. Ich scroll hier und dann fängt das hier auch an, sich zu drehen. Okay, das ist mal super interessant, okay? Mal von deiner Perspektive. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht super scharf. Das Scrollen ist so ein bisschen ruckelig. Vielleicht haben sie hier ein Video benutzt. Gehen wir mal rein. Und dann mal aus deiner Perspektive, was würdest du sagen? Ist es das wert? Also hatte es jetzt so einen Einfluss auf dich, dass es sich ein bisschen dreht, dieses Bild, ja, und du dafür halt nicht so eine ganz geile Experience hast, ja? Kann man das dann nicht lieber weglassen? Kann man nicht ein scharfes Video im Hintergrund integrieren oder, weiß ich nicht, einfach nur ein Bild und weiter unten dann eben von der Seite das Objekt nochmal? Von mir aus muss es das nicht unbedingt haben hier auf der Bühne, ja? Es ist irgendwie cool und fancy, aber es ist halt auch nicht so flüssig, vielleicht auch, weil ich jetzt hier wieder mit einem riesen Display drauf gucke. Je öfter ich das mache, desto besser ist es, aber es ist jetzt nicht so ein richtiger Mehrwert. Das hier ist was ich interessanter finde. Ein kleines Detail, ja, was ziemlich cool ist und was vielleicht, ich weiß gar nicht, was damit passiert. Guck mal, das wird dann zum Logo. Das finde ich richtig cool. Sowas ist geil. Und es dreht sich jetzt die ganze Zeit und du denkst, okay, dann knackt das vielleicht jetzt im Hintergrund die ganze Zeit an der Performance. Aber wenn du dir das anschaust, siehst du ein WebP und jetzt siehst du auch, das läuft jetzt gerade durch. Das heißt, wir haben ja ein Bild, was 6750 Pixel Breite ist und wahrscheinlich irgendwie aus After Effects oder so als Bildsequenz exportiert und die aneinander gemacht, sodass man das in Webflow einfach schieben kann. Ja? Du machst hier quasi einmal ein Diff hier drum und das ist nur so groß, wie frontal dieses Schild jetzt ist. Und auf Overflow hingestellt. Und dann läuft im Hintergrund das Bild jetzt immer einmal durch. Dann wieder auf 0 zurückgesetzt. Einmal durch. Und dadurch, wenn wir uns das jetzt mal anschauen im neuen Tab, siehst du, dass alle Winkel hier eigentlich einmal abgedeckt sind. Und das ist eine geile Idee, weil das ist wahrscheinlich richtig klein. Und das ist eine coole Idee, weil man, ja, es ist okay. Also für ein Logo wahrscheinlich kriegt man es sogar noch ein bisschen kleiner hin in der Größe. Aber es ist halt auch dieser geile Scheineffekt da drauf. Und der ist natürlich super schwer im Web, sage ich mal, wirklich real zu implementieren und dadurch eigentlich eine richtig smarte Lösung, das so zu integrieren. Finde ich cool. Coole Idee. Auch, dass das dann so an den Platz geht. Nice. So, jetzt haben wir hier diesen Buchstaben, Wörter rein animieren Effekt. Ja, Hauptsache irgendwas geht ab. Hier haben wir auch wieder, guck mal, Bilder wieder überlagern den Text. Das ist auch was, also finde ich, kann man auch ganz gut nutzen. Auch gerade bei so einer Seite, die jetzt, ich finde das immer mit den Wörtern, ja, ist auch okay, aber hilft es mir jetzt beim Lesen? Nein, es ist einfach nur ein netter Effekt, ja, aber es hilft mir jetzt nicht irgendwie was besser zu verstehen oder so. Also manchmal finde ich es auch einfach too much. Mir würde es auch reichen, einfach die Bilder hier drüber scrollen zu lassen, aber das ist natürlich persönliche Meinung. Und wir sind hier auch wieder 100% Breite, ne? Das ist auch wieder interessant, finde ich, zu sehen, dass man hier doch tendenziell eher immer in diese großen Screen Sizes geht und sowas, aber da finde ich es angenehmer. Die Typo ist jetzt nicht zu groß, ich kann das sehr angenehm lesen, habe ja auch einen gewissen Abstand an so einem großen Bildschirm.
Und wenn wir es ein bisschen kleiner skalieren, sehen wir, dass auch die Font hier kleiner wird. Das heißt, die haben eben dran gedacht, dass man da auch die Fonts skaliert und genauso muss man es dann auch, wenn, finde ich, umsetzen. So, ich scroll hier und gleichzeitig dreht sich jetzt hier auch das Gebäude wieder. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal bei solchen Sachen, ich weiß nicht, wie ernst dieses Thema ist. Was soll das, also, um ehrlich zu sein, manchmal bei solchen Sachen wünsche ich mir einfach, das mit einer Klarheit mehr anschauen zu können, ja. Und hier weiß ich jetzt nicht genau, du siehst es ja nicht, aber ich habe gerade wieder gescrollt und es ist nichts passiert. Es hat sich auch nicht gedreht oder irgendwas, sondern erst ab einem bestimmten Punkt. Also wenn man sowas macht, dann muss man es echt Apple-like machen und dann muss es auch richtig gut funktionieren. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts. Also ich meine, 01, Factory, okay, Power Supply. Also, sind das jetzt, nee, 2, 3, also ich habe hier doch gar keine Zahlen. Also da scheint mir auch noch irgendwas zu fehlen. Also das ist einfach nicht so gut umgesetzt. Die Idee ist ja vielleicht gut, aber es ist einfach noch nicht so gut umgesetzt. So, dann haben wir hier so eine Timeline. Ja, kann man auch machen. Also hier ist jetzt wirklich auf der Seite versucht, bei jeder Sektion irgendwas zu Interaktives irgendwie mit reinzubringen. Was haben wir hier jetzt? Eine Locations, also hier geht es ins Horizontal-Scrollen rein, was da aber gut funktioniert. Kann man durchaus mal machen. Ich kann hier die auch nicht anklicken, sind keine Teaser oder sowas. Und die haben auch noch so ein leichtes Parallax-Scrollen mit drin, das finde ich sehr cool. Solche Feinheiten mag ich eben dann wieder gerne. Directors, okay. Jo. Finde ich auch nett. Dass die so ganz leicht Parallax auch schneller scrollen. Weißt du, sowas, also ist nur ein eigenes Gefühl, ja. Aber wenn halt zu viel abgeht, dann ist es manchmal mit zu viel. Sowas ist halt einfach subtil nebenher, fühlt sich für mich dann nicht so aggressiv an. Auch ein netter Effekt. So, Menü finde ich meistens noch cool anzuschauen. Da würde ich mir wünschen, dass das hier jetzt nicht mehr Menü, sondern irgendwie Close oder ein X ist. Schließt auf jeden Fall zu langsam. Wenn ich was will, dass es weg ist, dann soll es weg sein. So, es scheint so, als ob fast das Menü sich langsamer schließt, als es öffnet. Und das geht nicht. Ich finde, öffnen kann sich langsamer, aber schließen soll, ich will dich weghaben. Dann muss es schnell gehen, ja. Das finde ich ein bisschen. Schauen wir mal, haben sie noch ein Page Transition dabei? Nee. Ach, das ist einfach nur ein One-Pager. Genau, können wir jetzt auf Contact gehen. Ist nur ganz unten, ja. Ist ein One-Pager. Okay, ja, aber sonst kreative Elemente dabei. Ich finde das da oben am coolsten. Also das hat mir am meisten hier Idee mal mitgegeben, dass man sowas mal als Sequenz abspeichern kann. So, fällt dir noch sonst irgendwas auf? Guck mal hier mal. Vielleicht ist das mal ein E-Commerce-Projekt. Das wäre doch cool, oder? Steht das hier? Nee. Auch wieder komplette 100% Breite. Also das scheint schon, ohne Container arbeiten, scheint so das neue Ding zu sein. Das finde ich zum Beispiel hier, ja, ist jetzt erstmal nichts, was irgendwie langsamer sich bewegt oder Parallax ist oder sowas, ne? Trotzdem hast du coole Effekte dabei, indem du hier den Schriftzug zum Beispiel überlagerst, da drauf stellst, die Bilder, die wie in so einem GIF oder in so einer Sequenz einfach hintereinander abgespielt werden. Das würde ich würde hier nicht mal ein GIF benutzen. Wahrscheinlich haben die es auch nicht gemacht. Doch, die haben ein GIF benutzt. Würde ich nicht machen. So ein GIF ist wahnsinnig groß. Wahrscheinlich ist das hier schon in 1 MB groß. Genau, 960 KB. Also das ist, finde ich, da würde ich lieber einzelne Bilder integrieren und das dann in der Interaktion in Webflow durchlaufen lassen. Kannst du ja auch, ohne irgendeinen Effekt, dass es einfach immer einen harten Cut zum nächsten Bild gibt. Display None, das andere geht von Display None auf Display Block und dann bum, 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 kannst du alle durchswitchen. Und da kriegst du einen besseren, glaube ich, sag ich mal, Performance hin. Ich meine, die Seite hat jetzt trotzdem schnell geladen, weil Webflow das natürlich mit dem Hosting gut hinkriegt, aber es ist einfacher so als GIF, aber kann man auch in Webflow direkt lösen. Was halt nett ist, denen geht es gar nicht so darum, dass das scharf ist. Das ist halt das Coole. Hier kriegst du ja auch dieses Grisseln drauf und sowas und das ist ja genau das, was ein GIF dir auch liefert und das passt halt zu der Thematik von einem Weinrestaurant sozusagen jetzt hier und das finde ich natürlich cool. Aber durch diese 2 kleinen Sachen passt super gut zu der Überlagerung mit dem selbstgeschriebenen Text und so weiter und es braucht dann gar nicht mehr. Ne? Wir müssen jetzt gar nicht die Texte auch noch irgendwie animieren und so. Und das finde ich hier super gut gelöst. Dann haben wir hier einen kleinen Hover-Effekt. Ja, wie sieht der auf Mobile aus? Da ist der einfach weg, der Text. Ja, das ist immer interessant, ne? So Hover-Effekte, wo man Text versteckt, finde ich persönlich eigentlich nicht ganz so gut. Oder guck mal hier. Hier war das. Haben sie also den Text komplett weggelassen. Genau aus dem Grund. Du hast im Prinzip ja kein Hover auf Mobile. Und deswegen würde ich sowas hier auch nicht unbedingt integrieren und dann sagen, ja, dann gibt es halt lieber darunter einen Text, ja, und der Call to Action kommt irgendwie on Hover und den kann man auch einblenden.
den Button dann auf Mobile. Genau, sonst finde ich das hier sehr angenehm. Die Textgröße hier, skaliert das mit kleiner? Nee, es wird einfach wirklich gequetscht. Also der Text ist jetzt in der Font-Size, die ändert sich nicht. Kann man aber hier auch gut machen. Hat jetzt kein Problem gegeben. Gibt es halt nur einen breiteren oder längeren Text. Ist jetzt kein Fluid Responsive Design. So, dann haben wir das. Ich finde das richtig angenehme, coole Seite eigentlich für so ein Restaurant, ne? Hat ihm sowas Eigenes gegeben, eigene Vibes durch dieses Geschriebene. Also wenn du da jemanden kennst, der irgendwie so Illustrationen machen kann und sowas, ist das immer eine super Lösung. Und sonst, ich weiß nicht, gibt es hier noch mehr Seiten? Ja, hat das durch die Bilder einen ganz coolen Charakter. Finde ich cool. Wie sieht das Menü aus? Gibt es hier überhaupt eins? Nö. Einfach nur gleich direkt ein ja, hier noch die Karte. Ja, bei sowas, da zum Beispiel aus meiner Designperspektive zu lang, zu breit. Ja, also geh mal von Cold Brew Coffee und dann willst du den Preis wissen. So, das ist noch bei dem ersten leicht, aber sobald du beim 4. oder 5. bist und die Liste länger wird, weißt du nicht mehr genau, okay, war es jetzt der hier oder was der hier, weil der Weg zu lang ist zu der rechten Seite. Das heißt, entweder du musst hier mit Trennerlinien arbeiten, beziehungsweise nicht Trennerlinien, sondern einfach Underlines, die halt einmal rübergehen. Die würden dir viel mehr dem Auge helfen, den Preis wirklich zu sehen. Oder die einfachere Lösung wäre, in dem Fall hat er sich es einfach gemacht, weil er den gleichen Aufbau benutzt, aber auf Mobile kannst du es viel leichter dir anschauen. Ja, und deswegen würde ich auch hier sagen, lieber die, weiß ich nicht, näher daran holen und dann hat man eben einen anderen Aufbau für die Seite, weil die haben sich jetzt halt den Aufbau genauso für die About-Page, ne? Rechte Seite, hier links ist nur der Titel von der Seite. Also da würde ich dann eher noch ein bisschen Zeit investieren und sowas ist ja schon wichtig, dass man das halt gut liest, weil es ist ein Restaurant und das gehört mit zum Hauptbestandteil. Hier haben wir noch Studio Kanda. Schauen wir das mal an. Gut, fast ähnlich wie die erste Website, die wir uns heute angeschaut haben, ne? Auch wieder dark. Gleiche Idee, sage ich mal. Hier wahrscheinlich, gut, hier haben sie, switchen die Bilder durch. Die machen das im Prinzip so, wie ich vorhin gesagt habe. Ne? Man kann auch Bilder in der Sequenz durchlaufen lassen. Hier halt mit einem Fade-Effekt. Aber fast ähnlich. Also, wenn du die zwei Seiten öffnest, nicht sehr viel Alleinstellungsmerkmal dabei. Aber die Projekte sind es am Ende, die dann natürlich zählen für die Kunden. Und guck mal, wir haben hier irgendwie einen großen, das ist einfach nur ein Bilder-Teaser. Da kann man nicht klicken. Work mit einer 9, das finde ich eine coole Idee. Das habe ich mir auch gedacht, könnte man mal ganz gut machen, wenn man für Kunden irgendwie umsetzt bei einer Karriereseite, ja, wie viele Jobpostings hat, dass man in der Navigation schon die Anzahl der CMS-Items quasi mit reinmacht. Dann weiß man, da steht dann Jobs als Navigationsreiter und man könnte dann schon hinschreiben, neuen freie Position oder sowas oder einfach nur eine Zahl, die halt sich automatisch updatet. Und hier genauso mit den Projekten, die hier eben da sind. Ja, sehr minimalistisch, auch wieder komplett ohne Max-Breite Container gearbeitet. Auch wieder nicht ganz so. Also hier fehlt es, also das ist wirklich, wenn man es macht, dann muss man da schon auch ein bisschen, finde ich, ein Gefühl halt für haben, wie weit, das hier finde ich jetzt angenehm, aber hier fand ich die halt wieder ein bisschen zu groß, ne? Ich finde es dann nicht so gut, dass ich den Text nicht gleich auch sehen kann. Also warum muss das Bild jetzt hier so riesig sein? Genau, also da würde ich halt einfach so ein bisschen mir das auf allen Screens dann noch anschauen. Gehen wir mal rein in ein Projekt. Lädt auch wieder schön flutschig. Das finde ich mal eine coole Lösung. Also das hier kannst du dir auch vorstellen, wenn du wirklich mal Details und Feinheiten ausarbeitest, dass du eine Sidebar in den Projekten zum Beispiel machst mit den Projektdetails zum Beispiel. Wenn du jetzt wirklich nur Bilder hast, die du durchlaufen lässt, finde ich diesen Splitscreen jetzt zum Beispiel angenehmer zu betrachten, wie bei der ersten Website, die wir uns angeschaut haben, wo das Bild immer 100% breit war. Weil dann ist es mir manchmal zu groß, ja, und so reicht es mir eigentlich von der Größe. Jetzt gucken wir mal, wenn ich schmaler werde, ob die das switchen. Wahrscheinlich erst hier. Und das hier, den Aufbau, würde ich schon früher machen. Den würde ich, weil hier sind die Bilder zu klein, ja. So, ab hier zum Beispiel kannst du die Sachen nach oben machen und ab weiter größer kannst du eine Sidebar machen. So würde ich es zum Beispiel angehen. Einfach, dass es noch angenehmer ist zum Anschauen. Aber sonst finde ich das voll cool, dass das einfach angenehm auf der rechten Seite ist und man schaut sich das einfach an und hat dann nicht die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, das erschlägt einen in der Größe oder so. Oder auch die Bilder werden unscharf oder so. Das kann man natürlich dadurch auch ein bisschen tricksen, ja, weil man sie nicht ganz so groß einbinden muss. So, was haben wir hier noch? About Page ist ja auch manchmal interessant bei so Studios. Ich meine, das ist ein geiles Ding, oder? Auch krass, guck mal, im Hintergrund
Okay, wie haben sie das wohl gemacht? Was schätzt du? Ich schätze ein Lottie-File, beziehungsweise, nee, ich schätze ein Video. Ah, doch, ein Video. Okay. Deswegen haben sie es auch schon scharf hinbekommen. Kein Lottie-File. Das wäre sonst, also sowas zu machen, irgendwann mal in Webflow, das wäre geil. So Spiegelungen und so ein Schein und diesen ganzen Glow. Ich meine, das ist ja schon echt 3D und in der Räumlichkeit alles wahrnehmen. Aber hier, oh meine Güte, 36 Fehler. 36 Errors in der Konsole. Das ist was, würde ich mir mal anschauen. Also, ja, trotzdem geiler Effekt. Und im Hintergrund steht ja jetzt nichts, was man irgendwie ständig ändern muss. Also das finde ich richtig schick. Und vielleicht, Webflow hat ja irgendwie eine Zusammenarbeit mit so einer 3D-Plattform. Ich denke mal, im Oktober werden sie das announcen, dass sie da eine Verbindung, dass man die leichter wahrscheinlich einbinden kann. Und dann wäre sowas natürlich richtig geil wahrscheinlich möglich, dass man sowas einfach mal direkt in Webflow einbindet, ohne ein Video. So auch super schlicht, finde ich auch angenehm. Hier ein Two-Column finde ich dann wirklich auch oft besser. Wenn man so über die volle Breite gehen willst, dann, genau, finde ich das angenehmer. Die haben jetzt hier auch nicht mit einem Fluid Design gearbeitet, doch ein bisschen, aber nicht so stark. Das heißt, die Texte skalieren auch. Hier auch großer Abstand wieder dazwischen, aber gut. Für manche ist das auch einfach so der Designcharakter, ja. Die wollen das halt genauso haben. Verstehe ich ja dann auch. Ist ja auch cool. So, das ist auch interessant. Stacking-Effekt. Ja, kennt man auch schon. Play, was ist ein Playground? Okay, wahrscheinlich von sich einfach Inspirationssachen hochgeladen. So, gibt es noch was? Das sieht irgendwie auch cool aus hier. Oh, hier sind wir auch wieder auf dem doch ein bisschen Scroll-Checking drin. Nee. Warum wollen die uns immer manipulieren im Scrollen? Okay, der erste hier ist cool gesetzt. Die Buchstaben und so, deswegen hat das auch meinen Blick gleich gecatcht. Und sonst sehr, okay, hier scrollt sich das drüber. Ja. Auch interessant, wenn ich hier klicke. Das würde ich zum Beispiel noch machen, dass man hier diese Spalte verlinkt als auf den Anker von der Sektion hier. Und dann scrollt er dich quasi hier wieder schnell dahin. Ne? Dass man das halt irgendwie anklicken kann. Oder hier vielleicht vertikal steht, was das für ein Thema ist. Hier zum Beispiel jetzt, wenn das jetzt kleiner wird, zack, steht hier Exhibitions zum Beispiel. Ja? Und dann kann man das auch anklicken. Dann fühlt sich das ein bisschen an wie so eine Pagination. Und so, ja, muss man sich halt immer durchscrollen. Ja, hier haben wir auch die Bilder wieder, die so ein bisschen jetzt diesmal hinterm Text sind. Und guck mal, der Text hat so einen leichten, oder irgendwie, achso, der hat so irgendwie einen Glow oder einen Drop Shadow im Hintergrund, oder ist das ein Blur-Effekt? Sieht irgendwie aus wie ein Blur-Effekt. Interessant. Ja, aber sonst eine sehr simple Seite. Guck mal, hier auch nochmal ein Video drin. Wow, das schickt mich gerade aber richtig. Das ist so ein bisschen, wie sich es immer so dreht. Wow. Das ist mal ein Print. Aber sonst, ja, ist doch gut, oder? Oh, guck mal, sowas ist auch cool. Schon ein bisschen was Eigenes hier integriert. Ich glaube, ich bin jetzt schon auf einer anderen Seite. Nee, wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Da, okay, ich scroll weiter und dann, ja, auch cool. Dann kommt das. Ja, also die Seite ist schon ziemlich lang. Haben wir hier überhaupt Unterseiten? Oder ist es auch ein One-Pager? Nee, die haben schon auch Unterseiten. Ja. Also von der Webflow-Umsetzung her nicht 100%, sage ich mal. Also wenn du dir das jetzt anschaust, das ist doch irgendwie zu viel. Oder wir haben hier eine Typogröße, hier eine Typogröße, hier und überall ist es irgendwie überlagert, aber nichts hat so einen richtigen Platz. Also an manchen Stellen fand ich es angenehm, wenn es einfach nur simpel war. Aber hier ist es jetzt ein bisschen zu arg verteilt und irgendwie, das gibt dem Ganzen keinen Halt. Alles ist irgendwie versetzt. Und wenn du dir jetzt eine Linie ziehst, weißt du ja gar nicht, woran sich was orientiert. Also wenn du hier jetzt eine Linie ziehst, weiß ich nicht, müsste die Headline wenigstens hier mit drin sein, dann wäre es schon ein bisschen ordentlicher oder so. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Das ist das letzte Projekt.
Touch Sensors. Early Fire Detection Sensor. Ah, geil. Also da finde ich schon mal die Farbkombi richtig cool, oder? Für Fire, das Weiß und dieses Rot, boah, da will ich jetzt auch gerne mit layouten. Ah, guck mal, hier haben wir so ein bisschen mal so einen Button-Effekt, dass das immer trackt, wo der Mauszeiger reinkommt. Geht ein bisschen zu langsam, finde ich, zurück. Aber auch ganz nett. Kann man auch direkt in Webflow lösen. Und hier einen simplen bisschen Parallax-Effekt. Aber auch nicht zu heftig, ne? Also angenehm. Die Navigation verschwindet so leicht, kommt wieder rein. Oh, cool. Auch nicht zu schnell weg. Angenehm. Auch so ein bisschen getimed an das, wie man wahrscheinlich scrollt. Und dann haben wir hier einen Kreis, der wird zu einer breiteren Rechteckfläche. Auch interessant. Aber es geht ein bisschen zu viel. Achso, hier ist jetzt nochmal so ein Pre-Order-Ding drüber gelegt. Aber vom Timing her, Leute, ich weiß nicht, warum das jetzt direkt über dem Video kommen soll. Das fühlt sich an, als ob das dazugehört. Lass das doch erst hier einblenden. So, ich kann das wegklicken? Ja. Das zermürbt die Show. Oder direkt oben, weiß ich nicht. Mal hier. Ist auch interessant. Komm her. Komm her. Cool. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn es ein klickbarer Button ist oder etwas tun soll, dann sollte der Cursor auch zur Hand werden, finde ich. Das haben sie hier vergessen. Und sonst verfolgt uns hier auch wieder irgendwie so ein roter, wahrscheinlich so ein Feuer. Guck mal, das ist aber cool. Das ist wahrscheinlich wie so ein Feuerstrahl so ein bisschen im Hintergrund, ne? Was hier den Cursor verfolgt. Das ist eigentlich eine coole Idee. Auch wenn ich das eigentlich nicht mag. Lasst einfach meine Cursor in Ruhe. Und dann kann man hier klicken und dann spielt sich das auch direkt hier drin ab. Okay. Gut. Das sieht cool aus. Na, die Renderings sind super wichtig bei sowas. Und guck mal, die Navigation kommt jetzt wieder rein. Hier ist sie weg. Dann kommt sie wieder rein. Nö, wenn ich hochscrolle, kommt sie wieder rein. Okay, logisch. Macht Sinn. Sie ist aber nicht ganz... Doch, sie ist ganz weg. Okay, also zurück zu den Renderings. Bei sowas, solchen Aufträgen, ultra wichtig. Ja, sowas hier, dass das richtig geil aussieht. Ist mir fast alles hier zu klein integriert. Weil die hast du dann mit Sicherheit in richtig geiler Qualität und die machen ja auch was her. Also warum in so einer kleinen Box jetzt hier integrieren? Das könnte ich mir vorstellen, auch irgendwie jetzt ein bisschen größer zu machen. Die haben jetzt hier mal nicht 100% Breite, die arbeiten auch mit einem Container. Kannst ja auch immer so ungefähr grob gucken. Die haben jetzt hier 1000, sagen wir mal 1730 als Maximalbreite. Und ist auch angenehm, aber da würde ich die Bilder so größer integrieren. Schauen wir die Seite noch kurz fertig. Auch wieder ein bisschen anderes Layout. Wieder mit Überlagerung. Aber coole Idee, dass das im Hintergrund dann kleiner wird. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das jetzt schon beginnt. Ne? Zack. Und jetzt das, was wir gerade sehen, schon kleiner wird, während das andere drüber scrollt. Aber danach kannst du es auch nicht so lange lesen. So, jetzt haben wir da wieder das mit dem Kreis. Ja, auch easy zu lösen in Webflow. So, geht doch noch weiter, okay. Haben wir hier noch ein Sticky. Das finde ich auch eigentlich ganz angenehm. Ja, kann man auch mal laufen, wenn die schnell durchlaufen. Wenn du halt hier wenig Textelemente hast, läuft es ziemlich schnell durch. Ja, würde man vielleicht dann drauf verzichten können. Sonst weiß man nicht so genau, was zu wem dazugehört. Kann man ja auch nicht anklicken. Jetzt gehen wir mal auf Product. Oh, guck mal, geht von da oben dann. Das ist cool. Wow. Nice. Mit Free.js gelöst. Also es ist tatsächlich ein komplettes 3D-Objekt. Deswegen kannst du es hier auch richtig cool drehen. Und genau das meine ich. Ich denke, das wird ab Oktober in Webflow möglich sein, solche 3D-Objekte einfacher zu integrieren und dann halt auch mal schnell von Webflow aus anzupassen, zum Beispiel die Farbe oder sowas. Gehen wir nochmal rein. Beziehungsweise ich will nochmal den... Geil. Guck mal, die machen das auch so, dass der... Okay, das war ein bisschen zu heftig, oder? Dieses schräge rein. Also warum? Ich weiß nicht warum. Hier, wenn ich jetzt hier klicke, dass von dort aus der Page Transition Effekt geht. Interessant. Auch wenn es ein bisschen mir zu langsam ist, aber das hier sieht schon cool aus. Das hier allein als Still einfach nur schön gelayoutet, finde ich. Ein bisschen zu eng hier mit oben dem Text. Würde ich mal ein bisschen Platz lassen. Aber cool gesetzt mit der Typo. Guck mal, das scrollt jetzt mit. Nice.
Jetzt kann sich das halt drehen, man kann es beschreiben. Ja, das ist schon cool. Guck mal, jetzt highlightet der was. Das ist schon geil. Aber das ist halt Custom Code von irgendeinem Entwickler dann gemacht, der das in FreeJS programmieren kann. Aber wenn du sowas kannst du geiles Zeug mitmachen. Und dann auch noch jemanden hast, der die 3D-Renderings anfertigt oder das du selbst sogar machst, dann bist du Oberpro. Also sowas wird immer wertvoller, auch bei Kundenaufträgen, sowas integrieren zu können. Weil damit kannst du so tolle Sachen machen, weil ganz viele ja irgendwie was präsentieren wollen, was sie verticken. Und dass man das so gut in Szene setzen kann, ist halt cool. Hier haben wir wieder die kleinen Bilderchen. Ja. Aber so ein bisschen ein anderer Effekt finde ich, also auf jeden Fall nochmal andere Stilelemente wie jetzt auf der Startseite. Ist ja nicht schlimm, aber guck mal, hier auch wieder was gedreht. Das ist wahrscheinlich vielleicht jetzt, weiß nicht, Lotti dann. Das kann man sich dann auch gut anschauen, weil der Text durchwechselt. Ja, nett. Pricing. Ah, die Seite macht aber schon Spaß. Okay, hier haben wir gleich einen Aufbau in der Bühne. Ja, haben sich echt ordentlich Material erstellen lassen. Das ist schon cool. Allein in so einem Video, ne, in so einem Kasten einfach nur. Ja. Auch cool. Calculator mit integriert, auch direkt in Webflow. Bisschen Custom Code, kannst du sowas schon richtig einfach lösen. Parameter im Hintergrund hinterlegt. Cool, sieht auch cool aus. Ich finde immer noch dieses Grau, Dunkelgrau mit dem geilen Orange, Rot und Weiß, das ist richtig, passt richtig, ist richtig modern und cool. Guck mal, jetzt geht es mal in Rot rein, beziehungsweise Orange. Torch. Mhm. Ja. Solide, oder? Hier haben wir wieder horizontales Scrollen. Ja, muss für mich irgendwie gar nicht mehr so unbedingt sein. Scrolle ich gar nicht so gerne durch. Ja. Jo. Cool. Ich glaube, das war's. Haben wir hier nochmal eine schöne abschließende Seite. Und du findest die Links zu den Projekten auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Kannst ja selbst ja nochmal dich durchklicken. Und ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Mach's gut.